und dass im Krankenhaus Situationen erschaffen werden, die oft nicht nötig sind für einen guten Geburtsverlauf, wo dann ja, Hebamme, Mutter, Kind, Vater eigentlich alle drunter leiden, hat mich ja, traumatisiert, würde ich sagen. Ich bin Milena, ich bin 30 Jahre alt und ich habe mir jetzt vor einem Jahr eine kleine Hütte so ein bisschen im Wald gekauft. Ich habe dieses Häuschen auf eBay Kleinanzeigen tatsächlich gefunden. Das stand ewig lang leer, keiner wollte das Ding haben. Und ich habe dann irgendwie gedacht, okay, ich wage es einfach mal. Ich habe mich direkt verliebt. Also es war oder ist immer noch ein Riesenprojekt. Ich glaube, ich brauche 5 Jahre wahrscheinlich, um hier irgendwie ja, was draus zu machen. Aber ich bin jetzt ein Jahr hier und es hat sich schon einiges getan. Und ich kann euch schon mal so ein bisschen zeigen, was ich alles gemacht habe, was so meine Pläne sind für die nächsten Jahre. Also für mich war das hier, glaube ich, irgendwie so ein Glücksgriff, weil es war was ich mir leisten konnte. Also ich habe natürlich einen Kredit aufnehmen müssen, weil ich einfach nicht so viel angespart hatte. Aber ich weiß, ich werde das in 10 Jahren abbezahlt haben, hoffentlich, wenn alles so läuft, wie ich das plane. Und ich habe so eine niedrige monatliche Rate, dass es irgendwie, ja, dass ich mir ein Leben aufbauen kann, ja, was sich richtig anfühlt, wo ich nicht in irgendwelchen Zwängen drin bin. Und das war eigentlich auch so der Ausgangsgedanke, warum ich irgendwann meine Wohnung in Hamburg gekündigt habe und gesagt habe, ja, ich suche jetzt irgendwas, wo ich mehr Freiheiten habe im Leben. Und was das wirklich Schönste ist eigentlich an diesem Grundstück, ist, dass hier ein See ist und dass man Zugang zum Fluss hat. Also das Grundstück ist so in 2 Etagen aufgebaut. Hier ist sozusagen der obere Bereich mit dem Häuschen und dann geht es wahrscheinlich ja, so 6, 7 Meter runter. Und da gehört mir dann ein Teil vom See und ja, man hat Zugang zum Fluss und ich will da auch irgendwann einen Steg bauen und vielleicht auch ganz viele Sumpfpflanzen anpflanzen, die schon so ein bisschen vom Aussterben bedroht sind. Also so ein kleines ja, Nassbiotop da unten schaffen. Also die meisten haben eigentlich gesagt, das ist zu teuer. Also ich habe jetzt 55.000 € plus Kaufnebenkosten bezahlt, habe einen Kredit dafür aufgenommen, also ich zahle jetzt auch eine Weile dran ab. Dieses Haus theoretisch war oder ist wahrscheinlich immer noch nicht viel wert. Also sagen wir mal 10.000, 15.000 vielleicht an reellem Wert, wenn überhaupt. Und der Grundstücksrichtpreis liegt so ungefähr bei 20.000. Aber ich glaube, also daher, dass es einfach wirklich eine wunderschöne Umgebung hier ist. Hier sind ganz viele ja, Wanderwege, da unten ist eine kleine Mühle, wo man essen kann. Dass es einfach ein Gebiet ist, was sehr beliebt ist. Also es hat so einen Liebhaberwert. Also ich glaube schon, dass der Preis vielleicht etwas zu teuer war, aber ich wollte es dann halt auch einfach haben. Ich habe auch noch ein bisschen runtergehandelt. Aber ich glaube theoretisch, dass man das auch wieder rausbekommen würde, einfach weil es einen bestimmten Charme hat, so das Grundstück, wenn das irgendwann mal dann auch alles fertig und aufgeräumt ist. Genau, das ist ein alter Hühnerstall. Der ist relativ massiv gebaut, also theoretisch könnte man es erhalten. Aber mein Plan hier gerade so für diesen ganzen Bereich ist eigentlich, den Hügel so ein bisschen auslaufen zu lassen und zu terrassieren über Jahre hinweg. Es wird ein Großprojekt, weil das ist der Bereich vom Grundstück, der eigentlich am meisten Sonne hat. Das heißt, das soll eigentlich die Anbaufläche werden, die Hauptanbaufläche. Deswegen war es auch tatsächlich ganz gut, dass wir die Bäume gefällt haben, weil dadurch ist jetzt hier auch wirklich, also es ist guter Boden da und hier ist auch genug Licht zum Glück. Was noch ganz spannend ist, hier ist eine eigene Quelle sozusagen auf dem Grundstück, deswegen ist es alles super matschig. Die speist dann auch sozusagen diesen Teich. Deswegen mit diesem unteren Bereich kann man nicht viel anfangen, außer irgendwie Reis anpflanzen oder halt wirklich Sumpfpflanzen. Genau, hier ist ein See.
Der gehört nur so zur Hälfte mir. Da ist leider anscheinend sehr viel Nährstoffeintrag am Start, sonst wäre der nicht so grün. Also es sind einfach zu viele Pflanzen. Da muss ich auch mal in den nächsten Jahren ein bisschen ran, dass der irgendwann wieder nicht grün ist. Ich glaube, es wäre richtig schön, wenn man sich hier so einen kleinen Steg baut, so zum Frühstücken oder so. Also man darf ja große Träume haben. Ja. Also es ist halt einfach wirklich noch super viel zu tun. Super, super viel. Aber ich sehe das Potenzial. Ich habe eine Ausbildung zur Gärtnerin gemacht und dann war die fertig und dann war so die Frage, okay, arbeite ich jetzt da in der Firma weiter oder was mache ich mit meinem Leben? Und ich hatte nicht das Gefühl, dass mich das glücklich macht. Und dann, ich hatte zu der Zeit eine sehr schöne Wohnung in Hamburg und habe mich da eigentlich sehr wohl gefühlt. Aber ich wusste irgendwie, okay, wenn ich jetzt irgendwas ändern will, dann muss ich diese monatlichen Kosten loswerden. Und dann ja, hatte ich mir in der Zeit gerade meinen Bus ausgebaut und merkte aber, okay, da drin kann ich nicht leben und bin dann tatsächlich wieder ein Jahr zu meiner Mutter nach Hause gezogen, um meine Selbstständigkeit aufzubauen und habe mir in dem Jahr dann sozusagen Zeit genommen, ja, irgendein Objekt zu finden oder etwas zu finden, wie ich leben möchte. Und dann irgendwann auf eBay Kleinanzeigen kam dann dieses schöne Häuschen. Und es war tatsächlich auch das erste, was ich mir angeguckt habe. Also es hat irgendwie direkt gepasst. Und dann habe ich das gekauft. Ab da, wo gemäht ist, wo es ein bisschen gepflegter ist, ist es nicht mehr meins. Ja. Ja, ich musste mich erstmal aufs Haus konzentrieren. Garten fängt dann nächstes Jahr an, hoffentlich. Manchmal beginnt der perfekte Tag mit einem kleinen Ritual. Da mir schon seit geraumer Zeit Kaffee nicht mehr schmeckt, habe ich ein neues Ritual am Morgen gesucht und gefunden: Matcha. Die Zubereitung ist Achtsamkeit pur. Bei Paper & Tea bekommst du gerade 10% mit meinem Code PEACE. Für die perfekte Teezeremonie kommt das Matcha Starter Set mit dieser hübschen Schale, dem Bambuslöffel, einem Teesieb und dem traditionellen Matcha-Besen. Einfach Milch aufschäumen und den Matcha dazu gießen. So sah es leider nicht bei mir aus, aber mit ein bisschen Übung kommt das sicher. Matcha passt perfekt zum morgendlichen Journaling. Ich liebe mein neues Ritual. Paper & Tea haben übrigens neben Matcha auch klassischen Tee, Bio-Tee-Mischungen, Eistees und liebevolle Geschenksets. Also, wenn du noch Weihnachtsgeschenke suchst, dann sparst du mit dem Code PEACE gerade 10%. Klick dazu gerne auf den Link in der Videobeschreibung. Steigt relativ langsam die Temperatur, aber man wäscht ja meistens ein bisschen länger ab. Und dafür reicht's. Also es ist wie so ein kleiner Mini-Boiler im Wasserhahn. Dann braucht man keinen extra Boiler und keinen extra Speicher unter der Küche. Das hat mir mein Nachbar empfohlen. Und das ist irgendwie, finde ich, eins der praktischsten Dinger, die ich je gesehen habe. Die ersten Monate habe ich immer noch Wasser hier mit dem Kanister angekarrt. Monatelang. Weil die Genehmigung zu bekommen oder sozusagen die Auftragsbestätigung von den Wasserwerken, dass sie den Wasseranschluss aufs Grundstück legen. Also nur diesen Anschluss dahin zu legen, hat 3.000 € gekostet und hat fast ein halbes Jahr gedauert, bis es durch war. Das war so ätzend. In den ersten Wochen war es alles sehr ungewohnt und dann bin ich immer nachts aufgewacht bei jedem komischen Geräusch. Aber ich glaube, man muss so einen Ort kennenlernen. Also so
ein bisschen mehr in die Natur eingebettet. Das kennen wir ja meistens gar nicht mehr, wenn man irgendwie aus der Stadt kommt. Da sind einfach mehr Geräusche von Tieren, von Ästen, die irgendwie runterfallen, von Eicheln, die aufs Dach fallen, von doch mal einem Reh, was irgendwie durch den Garten schleicht oder so. Und da muss man sich, glaube ich, einfach die Zeit geben, den Ort kennenzulernen und alle Geräusche einordnen zu können. Und sonst, ja, irgendwie vor Menschen habe ich, glaube ich, keine Angst. Also das wird öfter gesagt, dass sie irgendwie so, da kommt ja vielleicht jemand vorbei. Aber ich denke, immer in der Stadt ist es doch irgendwie viel wahrscheinlicher, dass da irgendjemand Gruseliges vorbeikommt. Ich bin zur Besichtigung gekommen. Das war tatsächlich 2 Jahre lang im Internet und niemand wollte es kaufen. Ich habe auch relativ schnell verstanden, warum. Also es war wirklich, also halt 10 Jahre nicht bewohnt und dann kreuchte und fleuchte hier wirklich alles. Also wirklich Tausende von toten Kellerasseln. Dieser ganze Bereich, wo jetzt oben die Schlafecke war, es war ein einziges Spinnennetz. Also wirklich komplett. Es war nur Spinnenparadies. Und hier stand so ein altes Ledersofa. Also es war auch ganz, ganz strange eingerichtet. Und wenn man dann so diese Decken ausgeschüttelt hat, fielen da so tote Mäuse raus. Also ich habe wirklich die ersten Tage, ich glaube, ich habe 5 Tage nur geputzt und rausgeräumt. Mit Maske und Desinfektionsspray. Und ich glaube, es hat einfach sehr viele Leute abgeschreckt. Also es gab ja auch keinen Strom drin zu der Zeit, das heißt, es war super düster. Es roch moderig, leicht schimmelig, aber irgendwie, ich glaube, dieses Grundstück hat mich so gecatcht. Und ich hatte halt irgendwie das Gefühl, da kann man was draus machen. Ja, aber als ich den ersten Tag herkam, war ich komplett überfordert, weil es einfach so viel war. Und dann habe ich so angefangen, so Stück für Stück mir immer so kleine Ecken zu erobern, schon mal zu streichen und so, obwohl der Rest noch nicht fertig ist, dass ich weiß, okay, in dieser kleinen Ecke kann ich heute Nacht schlafen oder ich habe im Auto geschlafen oder so. Ja, also ich glaube, das war das Wichtigste, sich das so Raum für Raum zu erobern. Und deswegen habe ich jetzt auch das Bad relativ spät gemacht oder jetzt fange ich gerade damit an. Ja, weil ich erstmal irgendwie so Lebensraum schaffen musste. Ja. Also ist eigentlich, das hier ist so der Hauptraum. Hier findet so das meiste statt. Also es ist die Mini-Küche. Der Plan ist, dass irgendwann dieser ganze Essbereich sozusagen in den Wintergarten zieht und ich dann diese Küche noch so ein bisschen erweitern kann, also mit Spülmaschine und so weiter. Ne? Eventuell. Und dann halt auch richtiger Backofen. Ich habe jetzt nur so einen Mini-Backofen. Ja, was mir mega wichtig war, war ein großer Kühlschrank, weil ja, brauche ich irgendwie, brauche ich. Und ansonsten sind es eigentlich viele von meinen alten Möbeln, die eingezogen sind aus meiner Wohnung. Also den Schrank habe ich schon ewig. Alles andere habe ich irgendwie Secondhand dazu gekauft. Ich habe ganz viel aussortiert. Also ja, passt einfach alles nicht rein. Dann habe ich diesen Kaminofen hier erneuert. Hier war ein ganz alter drin. Ich fand den auch eigentlich ganz schön. Aber der hat nicht mehr diesen Bundesemissionsschutzgesetzen entsprochen, die jetzt irgendwie seit neuestem gelten. Deswegen muss das alles neu gemacht werden. Das war ein Riesenprojekt. Also für mich, weil ich einfach keine Ahnung hatte und mich erstmal einlesen musste. Aber jetzt ist es fertig, es ist vom Schornsteinfeger abgenommen und ich bin überglücklich. Und man kann sogar darauf kochen, theoretisch, habe ich noch nicht gemacht. Ja, Fernseher wäre cool, wenn ich richtiges Internet hatte, aber er ist schon mal da. Und hier oben ist meine Lieblingsecke. Es ist einfach richtig Höhle. Das ist so, es ist irgendwie ganz besonders, da oben zu schlafen. Also es ist vor allem sehr warm manchmal. Aber ja, man hat einfach so ein richtig krasses Gemütlichkeitsgefühl. Und der Hund schläft auch da oben. Ich trage den immer hoch und runter. Und ja, das ist so meine Lieblingsecke, glaube ich. Also ich finanziere mich über meine Selbstständigkeit. Ich arbeite tatsächlich, also dieses Jahr habe ich relativ wenig gearbeitet, weil ich halt auch mit dem Ausbau teilweise beschäftigt war. Aber genau, da kommt mein ganzes Geld mit rein. Und ich zahle hier an Kredit ungefähr 350 € im Monat ab. Nebenkosten, würde ich sagen, kommen nochmal ungefähr auf 200. Also für Strom, Klärgrube zwischendurch einmal im Jahr irgendwie säubern, Gastank mal füllen lassen. Internet habe ich noch nicht richtig, das heißt, da geht noch nicht wirklich was weg. Ja, und das war's. Also ich schätze so alles zusammen wahrscheinlich um die 500 €.
bisschen mehr. Das ist so ein bisschen das Kreativzimmer momentan noch oder Kleiderschrank, Garderoben, Hundezimmer, also eigentlich alles. Ich liebe ja so alte Möbel zu restaurieren, also was heißt restaurieren, einfach irgendwie schöner zu machen. Der hatte so einen Wasserschaden und ich habe wirklich hier diese ganzen Leisten aufgeklebt, das hier irgendwie wieder neu zusammengesetzt. Es hat, glaube ich, 2 Monate gedauert, aber es ist so dann so Herzstücke. Den Schrank habe ich auch von einer Kundin von mir geschenkt bekommen. Den hat irgendwie, ihr Mann hat noch diese Verzierung hier gemacht und so, also ganz süß. Den habe ich einfach nur gestrichen. Aber ja, ich habe ganz viel Liebe für alte Möbel. Also ich liebe so alles stricken, nähen, malen, filzen. Also ich war auf einer Waldorfschule, da ist man damit irgendwie groß geworden. Ich brauche das manchmal so zur Entspannung. Das Gruselzimmer, das schon ein bisschen weniger gruselig ist. Also da war mal ein Bad drin, beziehungsweise der Vorbesitzer hat angefangen, das komplett zu sanieren. Dann hat er leider einen Dachschaden repariert, aber nicht richtig, sodass da die ganze Zeit Wasser reingetropft ist, über 10 Jahre. Ich habe es wirklich einfach die ersten 6 Monate ignoriert, diesen Raum, weil er so eklig war. Ich hatte dann die ganze Zeit eine Dixie-Toilette und bin da aber nicht reingegangen. Jetzt habe ich vor ein paar Monaten angefangen, alles rauszureißen. Damit bin ich jetzt fertig. Ich habe ein Fenster eingebaut und jetzt steht der Boden an. Also jetzt bin ich gerade bei der Dämmung dabei. Dann kann der Estrich gegossen werden. Dann kann ich fließen. Ich habe schon eine Badewanne gekauft. Die schönste Badewanne ever. Aber ich muss halt erstmal fließen ja, dann kann es richtig losgehen. Tadadada. Genau, also wie man sieht, ist noch viel zu tun. Aber also theoretisch liegen schon alle Zuwasserleitungen, alle Abwasserleitungen liegen auch schon alle an der richtigen Stelle. Genau, und jetzt ist halt als erstes der Boden dran, dann kann ich fließen, dann können die ganzen Apparate rein, also zuerst die Badewanne, weil ich will endlich mal duschen hier. Und dann werde ich die ganzen Wände zumachen aber es dauert noch ein paar Monate, bis es dann fertig ist. Aber ich glaube, theoretisch könnte es richtig schön werden. Und seitdem ich das Fenster eingebaut habe, ist es nicht mehr so, also vorher war es einfach ein super dunkler Raum, wieder alles voller Spinnen. Man mochte hier einfach gar nicht reingehen. Aber jetzt, ich glaube, das Fenster hat nochmal so ein richtiges Highlight gebracht. Und wie duschst du jetzt aktuell? Also ich reise ja viel rum, also durch meine Selbstständigkeit bin ich viel in irgendwie anderen Orten unterwegs. Dann schlafe ich entweder in Airbnbs oder bei den Kunden. Dann dusche ich da. Oder mein Vater hat eine Tischlerei hier in der Nähe, also da fahre ich so 20 Minuten hin. Und wenn es dann hart auf hart kommt, dann fahre ich da hin und gehe duschen und Wäsche waschen und so natürlich auch. Genau. Aber ich hoffe, dass ich dieses Jahr noch so weit bin, dass ich dann hier auch baden und duschen und hoffentlich auch Wäsche waschen kann. Also ich habe tatsächlich 5 Jahre Hebamme gelernt und studiert. Es war auch wirklich was, wo ich mit sehr viel Passion rangegangen bin, was einen sehr hohen Stellenwert in meinem Leben hat. Ich kriege jetzt schon wieder Tränchen in die Augen, es ist crazy. Und es hat mich trotzdem, also diese Ausbildung ist halt sehr medizinisch, viel im Krankenhaus. Und man erlebt einfach Dinge, die man vielleicht nicht erleben sollte. Und es sind oft Situationen, mit denen man konfrontiert ist, wo man sich einfach komplett machtlos fühlt. Und dieses Gefühl von Machtlosigkeit und dass im Krankenhaus Situationen erschaffen werden, die oft nicht nötig sind für einen guten Geburtsverlauf, wo dann ja, Hebamme, Mutter, Kind, Vater eigentlich alle drunter leiden, hat mich traumatisiert, würde ich sagen. Also so in einer Selbstdiagnose. Also ich hatte dann Angststörungen, immer wieder Albträume, konnte mich gar nicht mehr mit dem Thema beschäftigen. Und dann, deswegen war das Einzige, was übrig blieb, irgendwie Gärtnern. Ich brauchte irgendwie Erdung, ich brauchte irgendwas, wo ich einfach nicht denken muss, sondern einfach nur, tun. Und das hat mir total geholfen. Mir geht es jetzt besser, viel, viel besser. Und seit ein paar Wochen habe ich wieder angefangen, mich
reinzulesen, also wieder irgendwie tolle Hebammenbücher zu lesen, tolle Podcasts zu hören. Und ich merke, ich kriege wieder Lust. Also da ist irgendwas geheilt in mir und ich habe jetzt wirklich, glaube ich habe manchmal wieder so Episoden, wo ich wieder Angst bekomme, aber ich glaube, ich bin bereit, wieder zurückzugehen eigentlich in meinen Ursprungsberuf. Ja. Also ich würde nie wieder einen Fuß in einen Kreissaal setzen, außer wenn es irgendwie sein muss. Ja, dazu hat mich das zu sehr geschädigt. Ich fühle mich momentan noch nicht bereit dazu, Geburten zu machen, obwohl ich das Gefühl habe, dass das irgendwann wieder kommt. Also ich glaube, ich muss erst mal selber Kinder kriegen. Dann hätte ich total Lust, ehrlich gesagt, irgendwann Hausgeburten oder Geburtshaus zu machen. Jetzt gerade ist eher der Plan, ab Januar wieder so ein bisschen mit Wochenbetten zu starten, sich so langsam wieder reinzufühlen. Ja, das ist so das, was ich mir gerade vorstellen kann. Ganz langsam, ganz langsam. Oh, der Chaos-Wohnwagen. Also das ist tatsächlich richtig praktisch, weil meine Mutter hat einen Fehlkauf gemacht. Also sie hat den gekauft und hat nicht gecheckt, dass innen alles vergammelt war. Und jetzt habe ich ihn als Abstelllager. Warte. Ich könnte hier mal aufräumen. Das hatte der Nachbar noch übrig. Sieht ein bisschen ranzig aus. Aber sieht man ja eh nicht mehr später. Also ich bin absolut kein Profi, was solche Arbeiten anguckt. Bitte nichts abgucken. Also ich war auf der Waldorfschule, ich glaube, das war so der Start. Da macht man einfach sehr viel handwerkliche Sachen. Mein Vater ist Handwerker, meine Mutter ist Künstlerin. Ich glaube, da nimmt man auch schon viel mit. Ich habe dann zuerst Hebamme gelernt, ist eigentlich auch ein Handwerk. Also man macht auch sehr viel mit den Händen. Und dann so eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau hat auch viele handwerkliche Aspekte. Also ist natürlich was ganz anderes, als jetzt irgendwie hier mit Holz zu bauen oder ein Bad zu renovieren. Aber man hat, glaube ich, so ein gewisses Grundverständnis von Sachen schon mal mitbekommen. Und ich bin auch so ein bisschen so ein Typ, ich mache einfach immer. Also einfach dran gehen und gucken, was bei rauskommt. Wird nicht immer alles perfekt, aber ist auch okay, solange das Spaß bringt. Und ja, ich glaube, es ist einfach so, sich dran trauen an Sachen und einfach mal ausprobieren. Also ehrlich gesagt, diese ganzen groben Arbeiten bringen mir nicht so richtig Spaß. Also ich weiß, ich muss es machen, deswegen mache ich es. Und es ist auch immer schön, wenn man es dann gemacht hat. Aber ich schiebe es relativ gerne auf. Aber bist du auch ein bisschen stolz, was du hier alles schon erreicht hast, oder? Ja, ein bisschen schon. Ja, klar, natürlich. Also ich finde sowieso immer, wenn man sich an Sachen rantraut, die man irgendwie noch nie gemacht hat und so, das ist schon immer ein cooles Gefühl. Ja. So. Wer da war? Merhaba. Nasılsın? İyiyim sen. Ben de. Was ist los? Warum? Eine Minute später rufe mich. Şimdi bu kadın war burada. Ah, Genau, ich habe vor einem Jahr fast jetzt
einen Türken in der Türkei geheiratet, meinen jetzigen Ehemann, hieße ihn. Und leider ist es so, das wusste ich tatsächlich, als wir geheiratet haben, überhaupt nicht, dass es momentan Wartezeiten von bis zu einem Jahr gibt. Das Jahr ist jetzt fast um, also ich hoffe, dass er bald kommt. Also wir haben dieses Haus zusammen gekauft, hatten auch den Plan, das von Anfang an zusammen zu renovieren. Also ich habe es tatsächlich kurz vor der Hochzeit gekauft, ich glaube ein paar Tage vorher. Und wir dachten halt, okay, ja, jetzt sind wir verheiratet, 2 Monate später ist er da. Das hat leider gar nicht funktioniert, deswegen ja, habe ich jetzt einfach schon mal angefangen, weil ich ja natürlich trotzdem schon drin leben wollte. Aber ich denke, es ist noch genug für ihn übrig, wenn er dann bald kommt. Und wir haben uns auch wirklich in allen Sachen abgesprochen. Also die rosa Küche war vielleicht schon eher meine Entscheidung. Aber ja, ich frage ihn natürlich bei allen Sachen, die ich irgendwie mache, ob er das auch so gut findet. Also ich habe sehr viel Skepsis erfahren am Anfang. Also das nähere Umfeld nicht. Also meine Mutter und mein Bruder, also wir sind uns sehr nah und die haben ihn auch sehr schnell dann kennengelernt. Also als ich ihn ein paar Monate kannte, sind wir dann auch alle zusammen rüber geflogen. Und dann haben sie auch gesagt, ja, ist ein guter, kannst du machen. Aber natürlich, das weiß ich und das wissen auch alle drumherum, es ist ein Risiko. Man kennt sich eigentlich nicht richtig. Aber ich denke, ja, wenn Leute ähnliche Lebensträume haben und wenn man das Gefühl hat, man kann das irgendwie zusammen schaffen und vor allem jetzt mit diesen ganzen Hürden, die wir haben, sind wir auch einfach schon extrem zusammengewachsen, das merkt man schon. Ja, ich konnte gar nicht anders als das Risiko eingehen, weil es einfach sich richtig angefühlt hat. So. Aber auf jeden Fall Skepsis von vielen Seiten, was ich auch verständlich finde. Weil wir haben ja dann auch uns ziemlich schnell verlobt, ziemlich schnell geheiratet. Das ist auch einfach in der Türkei so ein bisschen so Tradition. Aber es hat sich richtig angefühlt. Also wenn es sich irgendwie komisch angefühlt hätte, hätte ich es auch nicht gemacht. Dann morgen, übermorgen. Yarın. Evet. Morgen Beton. Wie oft telefoniert ihr? Meistens so 5-mal am Tag oder so. Aber also kurz, ne? Nur so einmal so Lagebericht. Was geht bei dir gerade? Was machst du? Ja, aber schon häufig, sonst vermisst man sich so. Ja. Doch. Wann habt ihr euch das letzte Mal gesehen? Vor 3,5 Wochen. Also ich versuche immer so alle 2-3 Monate einmal hinzufliegen. Weil, also einmal hatten wir 4 Monate, da hatten wir uns schon echt krass entfremdet. Also das geht dann doch schneller, als man denkt irgendwie. Ja. Yeah. Also ich habe ja von den ganzen gefällten Bäumen super viel Holz, aber das muss alles irgendwie noch 2 Jahre ablagern. Deswegen habe ich gerade eigentlich noch so ein bisschen Holzknappheit. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ich dachte am Anfang, mich wird die Einsamkeit ein bisschen stören, aber es ist gar nicht so einsam, weil ich so viele nette Nachbarn drumherum habe und irgendwie kommen dauernd Leute zu Besuch. Ich glaube, es wird die Zeit zeigen, ob ich dann doch irgendwas vermisse. Also ich glaube, ein Jahr, ich war ja auch nicht dauerhaft hier, weil ich immer so viel unterwegs bin durch die Arbeit. Ich glaube, wenn ich mal länger hier bin, werden sich vielleicht noch Sachen rauskristallisieren, aber momentan habe ich echt nichts, wo ich sage, okay, das vermisse ich jetzt gerade richtig doll, außer halt ein Badezimmer, aber das ist, wie es ist. Ja.